Tief im Hürtgenwald. Dort, wo der Nebel zwischen zerborstenen Bäumen hängt und das Echo vergangener Schlachten noch heute in der Stille zu hören scheint, beginnt eine Geschichte, die kaum einer kennt und doch jeder kennen sollte. Es ist die Geschichte eines Mannes, der kein Held in Uniform war, kein Offizier, kein General, kein gefeierter Kriegsstratege. Und doch hat er mehr für die Erinnerung getan als so mancher Feldherr. Julius Erasmus, der Totengräber von Vossenack. Er kam nicht mit Waffen, sondern mit Schaufel, Herz und Pflichtgefühl. Während andere versuchten zu vergessen, suchte er nach denen, die niemand mehr suchte. Mehr als 2 Jahrzehnte durchstreifte er die zerstörten Wälder des Westwalds, barg Gefallene, gab ihnen ihre Namen zurück und den Hinterbliebenen einen letzten Trost. Doch wer war dieser Mann wirklich? Ein ehemaliger Soldat, ein einfacher Landwirt oder ein getriebener Visionär mit stillem Gewissen? Was trieb ihn an, wo andere längst aufgegeben hatten? Und warum ist sein Andenken, trotz Bundesverdienstkreuz und Gedenkstein, beinahe in Vergessenheit geraten? Dies ist keine Heldensage. Es ist die wahre Geschichte eines Mannes, der dort weitermachte, wo der Krieg offiziell endete. Eine Geschichte über Tod, Menschlichkeit und das leise Echo der Verantwortung. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder im Bereich Hürtgenwald unterwegs, weil wir sind noch einer Fragestellung nachgegangen, beziehungsweise ihr wolltet noch ein bisschen mehr wissen, und zwar zu der Persönlichkeit Julius Erasmus, der Totengräber von Vossenack. Was wir alles im Zusammenhang mit dem Julius Erasmus herausfinden konnten, das seht ihr in diesem Video. Also bleibt dran. Ja, wir befinden uns hier jetzt im Prinzip schon auf der eigentlichen Wirkungsstätte von dem Julius Erasmus. Wir befinden uns hier bei der Kriegsgräberstätte Ehrenfriedhof Vossenack. Diese Kriegsgräberstätte bzw. der Friedhof wurde 1952 eröffnet. Und hier sind im Prinzip die meisten der gefallenen Soldaten im Bereich Hürtgenwald, die man gefunden hat, die man geborgen hat oder geborgen werden konnten. Die hat man hier praktisch beigesetzt. Es gibt noch einen kleinen Friedhof, der müsste direkt in Vossenack sein, bei der Dorfkirche, den man zu Anfang benutzt hat. Und da sind ungefähr 800 Soldaten meines Wissens nach beerdigt worden oder bestattet worden. Aber das hier, sage ich mal, ist die Hauptwirkungsstätte. Und das werden wir uns einfach mal im Einzelnen jetzt anschauen, was wir jetzt hier alles zu finden. Es gibt hier auf jeden Fall nochmal einen Gedenkstein, der auch auf den Julius Erasmus hinweist und sein Wirken. Und hier in der Nähe gab es halt auch von ihm die Wärterhütte, sagt man. Also da, wo er praktisch gelebt hat, 15 Jahre lang, bis er Vossenack praktisch wieder verlassen hat. Aber dazu werden wir im Einzelnen noch kommen. Ja, zu der Hürtgenwaldschlacht oder zu den Schlachten im Hürtgenwald, das sind ja mehrere gewesen, will ich jetzt nicht noch mal im Detail eingehen. Jetzt nur noch mal für Personen, die jetzt unsere älteren Videos dazu nicht gesehen haben, die werde ich im Prinzip hier noch mal verlinken. Im Prinzip sind das Schlachten gewesen zwischen der deutschen Wehrmacht und den US-Streitkräften, den Alliierten. Und man sagt halt auch immer, dass das halt mit einer der schwersten Schlachten hier auf deutschem Boden gewesen ist. Und im Zusammenhang mit diesen Schlachten im Hürtgenwald, die sehr brutal gewesen sind, sind im Prinzip diese Friedhöfe entstanden, unter anderem hier dieser Ehrenfriedhof. Aber wer da jetzt noch mehr im Detail wissen will, Hürtgenwaldschlacht September 1944 fing es halt an. Der kann sich dann die anderen beiden Videos von uns noch mal anschauen. Sonst wäre das halt alles so ein bisschen doppelt. Deshalb verlinke ich das dann hier für euch noch mal. Ja, wir haben uns im Prinzip jetzt hier im Eingangsbereich diesen schmalen Weg. Hier an der Seite sind auch noch ein paar erklärende Schilder, jetzt auch noch mal speziell zum Hürtgenwald und so weiter und warum man das Ganze halt hier gemacht hat. Also wer das jetzt hier besucht, wird im Prinzip hier aber auch noch mal mit Informationen versorgt. Also das finde ich halt auch immer sinnvoll, gerade wenn man
das vielleicht nicht bewusst besucht hat, sondern vielleicht auch einfach mal so vorbeikommt, dass man aber hier, sage ich mal, bei den Gedenkstätten, das hatten wir ja auch sehr oft, zumindest informiert wird, um was es halt hier geht. Ne? Das finde ich halt immer sehr wichtig, dass man nicht unbedingt oder zwingend Vorkenntnisse haben muss um diesen Standort, sondern hier im Prinzip mit Informationen versorgt wird. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz gut. Man sieht jetzt hier auch, hier ist im Prinzip schon das Zentrum, wo jetzt hier einzelne Gräber aufgestellt sind und Grabplatten. Das können wir uns vielleicht noch mal im Einzelnen anschauen. Und hier praktisch einleitend jetzt zu der Anlage auch noch mal das Jesuskreuz. Und hier wird es auch für uns jetzt schon interessant, weil hier ist im Prinzip schon der erste Hinweis. Eine Platte, die darauf hindeutet, oder eine Gedenkplatte, die darauf hindeutet, wer das Ganze hier ist oder wem man das auch mit zu verdanken hat. Und hier steht unser Julius Erasmus, geboren am 16.02.1895 in Aachen und am 3.09.1971 in Nidegen, wenn ich es richtig ausspreche, Nidegen Abenden verstorben. Totengräber von Vossenack. Das ist ja dieser berühmte Name oder Beiname, den er dann halt auch im Prinzip bekommen hat. Also wir haben jetzt hier schon mal die ersten persönlichen Informationen von dem Julius Erasmus, die man hier auch direkt findet. Und ja, viele haben auch gesagt, oder ich hatte auch in dem damaligen Video im Hürtgenwald mitgeteilt, dass er ein Pionierhauptmann der Wehrmacht gewesen ist. Aber wir haben auch durch einen Zuschauer, der uns Hinweise dazu gegeben hat, auch Querverweise oder aktuelle verifizierte Informationen gefunden, dass es halt nicht so gewesen ist, dass er jetzt kein Pionierhauptmann oder es ist nicht nachweislich in Listen also nachweisbar, dass er wirklich Pionierhauptmann gewesen ist. Er ist 1938 ja auch einberufen worden, aber zu einem Pionierersatzbataillon und ist aber auch schon wieder 1940 ausgeschieden, weil er ja aufgrund von Krankheiten, mit denen er sich praktisch auch schon in seiner Jugend geplagt hat. Also man sieht auch auf diversen Fotos von ihm, dass er doch schon immer gebückt war. Gut, klar, da ist er auch schon älter gewesen und ja, geht am Stock und so weiter. Aber das kann natürlich einfach die fortschreitende Krankheit letztendlich auch gewesen sein. Aber was er jetzt im Detail jetzt wirklich für eine Krankheit gehabt hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Das spielt aber auch, glaube ich, so für uns jetzt hier auch keine Rolle. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es nicht nachweislich ist, dass er Pionierhauptmann der Wehrmacht gewesen ist. Später ist er im Prinzip als Zivilangestellter in der Wehrmacht dann noch tätig gewesen. Und zwar, da müsste ich jetzt auch noch mal nachschauen, da gab es noch ein Bataillon, das dann später noch versetzt wurde. Das muss ich gleich noch mal nachschauen, da will ich euch jetzt nichts Falsches erzählen. Und also er war dann praktisch immer noch in gewisser Art und Weise Angehöriger halt der Wehrmacht, nur halt als Zivilangestellter dann. Ja, ich habe jetzt nochmal eben nachgeschaut, also aus Dokumenten, die man auf jeden Fall dazu noch gefunden hat, geht halt hervor, dass er von 1944 bis 1945 in einem Pionier- oder in einem Festungspionierbataillon in Düren stationiert gewesen ist oder Mitglied dieses Bataillons gewesen ist. Und viele sagen halt auch, oder der Kanon der Information sagen halt auch, dass er Textilfabrikant gewesen ist. Auch das ist wohl nicht korrekt. Also er stammt zwar aus einer Familie der Textilfabrikanten in Aachen, er ist auch in Aachen geboren, aber ausgeübt hat er immer den Beruf Landwirt. Das hat er halt auch selbst mitgeteilt. Und vor Kriegseintritt, also bevor er 1938 zur Wehrmacht einberufen wurde oder zum Kriegsdienst einberufen wurde,
hat er in einem holzverarbeitenden Betrieb im Prinzip buchhalterische Tätigkeiten halt ausgeübt. Ne? Also auch dieser, ich sage jetzt mal Legende, oder das ist ja halt immer so, um eine Person, die was Größeres für die Gesellschaft auch geleistet hat, ranken sich ja irgendwann mal Legenden. Ne? Also Informationen werden weitergegeben, werden nicht richtig weitergegeben. Es werden Presseartikel gedruckt und ähnliches. Und so verschwimmen so immer ein bisschen so diese Kerninformationen oder werden halt ausgetauscht, um vielleicht einige Sachen zu beschönigen. Und oh, ich muss jetzt hier, ihr merkt schon, hier ist jetzt Regen angesagt, immer mal wieder über die Kamera wischen. Ihr kennt es aus Norwegen. Aber dass ihr das halt einfach nochmal vielleicht im Kopf behaltet, gerade wenn ihr selber, sage ich jetzt mal, zu gewissen Persönlichkeiten oder allgemeinen Informationen zu irgendwelchen Locations oder sowas sucht, nehmt nicht immer die erstbeste Information. Schaut, was ihr vielleicht an Zusatzinformationen tiefergreifend führt. Nehmt vielleicht auch nicht unbedingt nur das Internet, sondern auch Literatur zur Hand oder tauscht euch mit Leuten aus, die vielleicht schon länger in der Materie sind. Und dann ja, sind die Informationen dann verifizierbarer oder halt einfach stimmiger, die ihr dazu findet. Ja, Julius Erasmus muss auch vorher schon, also vor dem Krieg, in Vossenack gelebt haben, weil viele Informationen dazu auch zu finden sind, dass er halt in Aachen gelebt und seine Tätigkeiten hatte. Aber er ist auch direkt, also mit seiner Dienststelle ist er dann in Niedersachsen in Kriegsgefangenschaft geraten, weil die Dienststelle, die wurde nach Niedersachsen verlegt und ist da halt in Kriegsgefangenschaft geraten. Und in Aachen gibt es halt auch entsprechend die Information, dass er dann praktisch von da aus wieder nach Vossenack zurückgekehrt ist. Ne? Also das Indiz dafür, dass er halt auch vorher schon in Vossenack gelebt und gearbeitet hat. Ihr seht jetzt hier nochmal Melanie. Ist natürlich auch wieder mit dabei. Sie geht jetzt hier gerade mal über die Kriegsgräberstätte. Da können wir uns das Ganze auch einfach jetzt mal relativ unkommentiert mal so anschauen. Auch hier ist wieder dieses Prinzip dieser fortlaufenden Nummern, wo man sich dann praktisch an der entsprechenden Stelle auch nochmal weitere Informationen dazu anschauen kann. Und hier haben wir jetzt mal so ein Beispiel. Hier haben wir Heinz Klar, Geburt und Sterbedatum. Und hier haben wir auch diesen Fall wieder mit unbekannten Soldaten oder unbekannter Soldat. Das ist halt auch so das Problem gewesen. Einfach nochmal, Julius Erasmus hat halt im Prinzip nach dem Krieg, als er nach Vossenack zurückgekehrt ist, er konnte es nicht ertragen. Ne? Also er war ein sehr empathischer Mensch, muss man halt sagen. Er konnte es einfach nicht ertragen, dass er durch die Wanderung, die er hier im Bereich des Hürtgenwalds unternommen hat, zu sehen, wie halt immer noch die ganzen Soldaten, sage ich mal, in den Gräben lagen, eingeklemmt zwischen Bäumen, in minenverseuchten und munitionsverseuchten Gebieten und praktisch da vor sich hin verwesten, muss man einfach mal so sagen. Und hat sich dann dazu einfach berufen gefühlt, ohne jetzt das mit irgendeinem Vorfeld abzusprechen, anzufangen, diese Soldaten, diese Leichen halt zu bergen und dann halt entsprechend zu bestatten. Und das ist eine vollkommen von sich ausgehende Situation gewesen. Erst später schlossen sich im Prinzip dieser Dorffahrer von Vossenack, der Dr. Eschweiler, an und unterstützte ihn bei ihm oder ermutigte halt auch das ganze Vorgehen nochmal und halt auch einzelne Personen aus dem Dorf. Und so entstand auch so eine größere Gruppierung, die im Prinzip dann damit angefangen hat, diese Soldaten aus den Wäldern zu holen, aus den Schützengräben und so weiter. Und hier, um jetzt hier nochmal zurückzukommen, ist es halt ganz wichtig, hier mal zu sehen, dass es trotzdem auch weiterhin unbekannte Soldaten dann gab, wo man trotzdem halt nicht mehr zuweisen konnte, auch nachdem er direkt nach dem Krieg, also 1946 im Prinzip schon damit begonnen hat,
die Leichen zu bergen, dass trotzdem, sage ich mal, die Indizien um den Soldaten, also um die Person halt festzustellen, dann trotzdem fehlten. Weil man darf auch nicht vergessen, dass diese Wälder zum größten Teil auch immer wieder gebrannt haben. Ja, also die Munition ist dann explodiert, die da halt noch lag, und fachte halt diesen Wald immer wieder an. Und dann verbrannten natürlich die Körper und alles, was man hätte vielleicht an den Soldaten erkennen können. Ne? Ich meine, nach der Zeit, auch wenn die Erkennungsmarke, wenn die jetzt gefehlt hat, hätte man zumindest auch noch an Papieren, die vielleicht in der Uniform oder an der Uniform selbst noch erkennen können, wer denn diejenige Person gewesen ist. So. Brennt da aber jetzt ein Feuer, dann wisst ihr ja selber, dann ist zwar noch was von dem Skelett zu sehen, Kohlraben schwarz und so weiter, aber sonst nichts. Und anhand des Skelettes wird es halt schwierig, klar. Es gibt halt auch, aber damit hat man meiner Meinung nach auch später angefangen mit so Identifizierung per Zahnabdrücke und so weiter. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wann das angefangen hat. Gerade auch bei Kriminalfällen und so weiter. Das hat man, glaube ich, damals auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Und ja, deshalb, wie gesagt, gibt es auch hier immer noch viele unbekannte Soldaten, die ja einfach nicht mehr zuordnbar gewesen sind, welche Einheit sie angehörten oder wer es halt überhaupt gewesen ist. Die toten Kameraden lagen hier verstreut in der ganzen Gegend herum, vor allen Dingen auch in Chausseegräben. Und da begann ich sofort mit meinem Werk, diese Kameraden zu bergen. Da ich keinen Platz hatte, für meine Kameraden unterzubringen, begrub ich zuerst an Waldgrändern, um die Erkennungsmarken zu sichern, um später die Identifizierung durchführen zu können. Unter Mithilfe des damaligen Pfarrers von Vossenack, Herr Dr. Eschweiler, haben wir die Sache gemeinsam geschafft. Ich bin allerdings, nachdem er selbst, ich glaube, ca. 5 bis 10 Tote mitgeborgen hat, bin ich allein weitergezogen. Und zwar wurde mir erst im Jahr 1946 von der Gemeinde Vossenack ein Platz anschließend an den Gemeindefriedhof in Vossenack zur Verfügung gestellt, um meine Toten zu bergen. Man stellte mir seinerzeit 4 Invaliden zur Verfügung, um mir die Arbeit zu erleichtern, vor allen Dingen Gräber auszuwerfen auf dem Friedhof. Ich ging morgens meistens 3, halb 4, im Sommer zog ich los, da ich ja tagsüber arbeiten musste, um wieder meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Gegend war hier restlos vermint. Bis heute sind ca. 80.000 Minen hier im Bezirk Vossenack aufgehoben worden. Das war doch die große Gefahr. Das waren die gefährlichen Umstände, Herr Erasmus, unter denen Sie hier arbeiten mussten, unter denen Sie hier die Toten bargen. Ich muss sagen dabei, dass ich niemals den Gedanken hatte, dass mir etwas dabei passieren könnte. Bin immer ohne jedes Gerät losgezogen, bis es mir beim 523 verboten wurde, in die Minenfelder zu gehen und dort Kameraden zu bergen. Ich habe dann meine Arbeit weitergemacht, und zwar haben wir nämlich die Minensucher damals sehr unterstützt. Sie haben mir viele Tote gemeldet und auch manchmal geholfen, die Erkennungsmarken mit den Minensuchgeräten zu suchen. Wir wurden dann im Fachhaus, weil ich selbst ja auch nur zwischen Trümmerern hauste, im Fachhaus wurden sie gereinigt und wurden über das Rote Kreuz an die deutsche Dienststelle nach Berlin geschickt zur Identifizierung. Wie viele tote Soldaten, Herr Erasmus, haben Sie allein bergen können? Ich habe bis heute, in diesem Jahr, am 10. Juni, meinen 1592 Kameraden hier reingeholt. In diesem Jahr haben Sie hier noch Tote gefunden? 4 haben wir in diesem Jahr schon wieder gefunden. Im letzten Jahr waren es 8 Deutsche und ein Amerikaner. Ja, am Anfang hat das der Julius Erasmus noch unentgeltlich gemacht, wurde dann aber später von der Gemeinde oder Stadt Vossenack halt bezahlt dafür. Aber als die Währungsreform kam, dann 1948, wurde das Ganze halt eingestellt. Und 1949 wurde er dann direkt bei der Kriegsgräberfürsorge
halt angestellt und bezog dann halt entsprechend Gehalt für seine Arbeit. Also er hat hier wirklich tatkräftig bei der Entstehung dieses Ehrenfriedhofs, dieses Kriegsgräberstätte halt mitgewirkt und war dann hier auch bei der Gemeinde Monschau halt auch angestellt dann im späteren Verlauf. Und wie gesagt, weiter unten, da müssen wir gleich mal schauen, es kann auch auf dieser Seite sein, gibt es halt dieses Wärterhäuschen. Also er war dieser Wärter im Prinzip dann von dem Friedhof geworden und hat hier praktisch durchgängig gewirkt, 15 Jahre lang, soweit ich halt weiß, bis er dann halt Vossenack entsprechend verlassen hat, da kommen wir später noch dazu, und hat halt systematisch hier Aufklärung betrieben. Wie gesagt, er war ein sehr empathischer Mensch, das heißt, er hat sich für die Angehörigen eingesetzt. Es wurde halt immer mal wieder zwischenzeitlich halt auch Presseartikel verfasst, die hier halt auch auf die Arbeit und so weiter verwiesen. Und das hat natürlich dann auch Angehörige auf den Plan gerufen, die auch immer noch ihre Angehörigen, die hier im Krieg gewesen sind, in diesem Bereich halt vermisst haben oder immer noch suchen, und ihn halt immer wieder darum gebeten, auch dementsprechend nachzugehen. Weil zwischenzeitlich oder am Anfang war es halt auch zum Teil noch verboten, auch in diese Wälder zu gehen, auch ihm verboten. Dann hat er dann meistens in den ganz frühen Morgenstunden sich praktisch aufgemacht und dann trotzdem, sage ich mal, weiter die Menschen, die Personen aus den Wäldern geholt. Und ja, das Verfahren war ziemlich simpel. Ja, man hatte solche Papiersäcke im Prinzip genommen, wo man dann die Gebeine oder die Reste der Körper im Prinzip in diese Säcke gebracht hat. Und zu Anfang hat er halt ganz lapidare, einfache Holzkreuze geschnitzt, gebastelt, gebaut und Gräber ausgehoben und dann halt so im Prinzip angefangen, bis es dann halt über die Jahre dann professioneller wurde und dann halt mit dem Ehrenfriedhof dann, sage ich mal, diesen Zustand erreicht hat, den man sich ja im Prinzip für seine Hinterbliebenen und für das Gedenken an die Schlacht und das Leiden und den Einsatz der Soldaten, also dass man dann jetzt diesen Zustand erreicht, wie es eigentlich sein sollte. Ne? Und ja, Melanie sagte jetzt auch gerade, wenn man hier immer auf diese ganzen Plaketten oder kleinen Grabsteine halt schaut, wie alt viele der Soldaten gewesen sind, da schüttelt man nur mit dem Kopf. Gerade wenn es heute, wenn ich jetzt mal so eine kleine Überleitung, ich mache das halt eigentlich immer ungerne, weil ich halt bei der Sache jetzt hier bleiben will, aber wenn man heute die ganze Kriegstreiberei halt sieht, hier und vielleicht auch in anderen Ländern, und sich gar nicht mehr bewusst ist, was Krieg halt bedeutet. Ne? Und für die Menschen, ne? Wenn ich jetzt einfach von unseren Personen ausgehe, Melanie sagte das auch gerade, hier lagen jetzt teilweise Jungen mit 17 Jahren, die haben ja nichts vom Leben gehabt. Direkt verheizt, das war ja auch, wie gesagt, zum Ende des Krieges, viele neu aufgestellte Bataillone, Regimenter, wo der Altersdurchschnitt ja immer jünger wurde. Und gerade auch in solchen Extremschlachten, wie jetzt hier im Hürtgenwald, ne, wo man sein Leben, sage ich mal, vergeudet hat für irgendeine Sache. Und viele der jüngeren Soldaten sich sicherlich was anderes vom Leben erhofft haben. Ne? Das muss man einfach mal so sagen. Und das ist halt traurig zu sehen, ne? Wenn man das halt mal auf heute anwendet. Weil das Problem einfach ist, ich meine, Stefan vom Kanal One Night Plan, mit dem spreche ich auch sehr oft darüber. Grüße gehen hier an der Stelle auf jeden Fall raus und schaut auch gerne mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Er macht auch sehr viel in diesem Bereich. Und da halte ich mich halt auch sehr oft, dass auch einfach diese Generation, die das erlebt hat, ob zivil oder im Kriegsdienst, die gibt es halt nicht mehr und die können halt nicht mehr mahnen. Ne? Auch bei Melanie gibt es immer wieder Personen, die sie mal trifft, die noch ein hohes Alter haben und die dann auch sagen, ja, so ähnlich hat es damals halt auch angefangen.
mit der ganzen Thematik, die jetzt aktuell um uns herum passiert. Und das ist halt das Ergebnis. So könnt ihr euch das anschauen. Also jeder, der, sage ich mal, ich will nicht sagen kriegsbegeistert ist oder Krieg in irgendeiner Art und Weise fördert oder meint, dass das irgendwie gerecht ist, der sollte sich einfach mal mehr mit sowas beschäftigen, öfters mal über solche Anlagen gehen und die Information dazu konsumieren, sage ich jetzt einfach mal. Und vielleicht macht es dann halt mal Klick und man kann sich dann oder sollte dann einfach hinterfragen, ob das wirklich Sinn ist. Ne, Sinn von dem Ganzen ist. Ja, also ich glaube, man kann mit seinem Leben mehr erreichen und auch mehr für die Gesellschaft tun, wie das halt hier. Ne. Dann wird es das halt alles gar nicht geben. Das müsste halt nicht bewirtschaftet werden. Das müsste nicht entstehen. Und das ist halt der Rest, der halt davon übrig bleibt. Das sind jetzt nur noch stille Zeugen, stille Mahnmäler, die uns jetzt, die jüngere Generation, daran erinnern. Weil wie gesagt, die Generation, die das miterlebt und überlebt hat, die existiert fast nicht mehr. So, und die können uns das mit ihren Emotionen nicht mehr mitteilen. Also wir haben im Prinzip eine relativ emotionslose Anlage, die uns das jetzt noch begreiflich macht. Mehr haben wir nicht. Ja, so diese Legendenbildung im Prinzip entstande dann wahrscheinlich auch aus diesen ganzen Presseberichten, die man halt in den 1950er Jahren halt entsprechend angefertigt hatte, wo das Ganze im Prinzip pressetechnisch hervorgehoben wurde und wo sich halt viele darauf auch gemeldet haben, Angehörige. Und er hat sogar noch bis zu seiner Pensionierung in den 1960er Jahren darüber hinaus halt inoffiziell weiter damit beschäftigt und auch gab es im Prinzip immer noch Bestattungen halt von entsprechenden Soldaten. Also hat darüber hinaus sich immer noch aktiv damit befasst und weiter zugearbeitet, sich halt auch um die Anfragen der Familienangehörigen und so weiter gekümmert. Ja, es gab dann halt auch diverse Zahlen, wo man diese Legende ja im Prinzip unterstreicht oder dem Ganzen halt eine gewisse Wertigkeit verleiht. Ne? Diese Zahlen geben ja immer das Gefühl, so viel oder so wenig oder so groß oder so stark. Und er hatte halt über 1569 Personen, Soldaten. Hier, also es waren ja vornehmlich halt deutsche Soldaten, das muss man auch einfach sagen. Aus den örtlichen Wäldern hier aus der Hürtgenwald geholt. Aber man geht davon aus, dass er an Bestattungen, also über 2100 Bestattungen halt daran beteiligt gewesen ist. Ne? Aber es macht halt auch jetzt nicht, sage ich mal, den Unterschied oder es schmälert halt nichts, wenn man jetzt sagt, er war alleine beteiligt oder Personen haben ihm geholfen. Ne? Wie gesagt, es gab ja diese Gruppierung, die damit unterstützt hat. Das ist ja auch gar nicht der Sinn dahinter, sondern dass er es einfach gemacht hat. Und vor allen Dingen die Arbeit, nicht nur das Rausholen der Soldaten, sondern halt das Beschäftigen mit den Angehörigen. Ne? Dem Mut beisprechen, sage ich mal, zu sagen, ich kümmere mich darum oder ich schaue, was ich da machen kann. Ne? Ich helfe euch und jeder, der vielleicht in der Situation ist, dass er irgendjemanden verloren hat, kann sich dann halt feststellen, also mit einer Ungewissheit jemanden verloren hat, also nicht weiß, was mit demjenigen passiert ist, ne? Durch Unfall, Mord oder sonst irgendwas. Es reicht ja den Angehörigen, also die Gewissheit ist ja da, dass derjenige halt verstorben ist oder gefallen ist in dem Moment, aber nicht unter welchen Umständen oder dass man zumindest einen gewissen Ort hat, eine Örtlichkeit, wo man dann hingehen kann, sich das nochmal anschauen kann und darüber nachdenken kann oder halt einen Ort hat, den man besuchen kann, um nochmal bei demjenigen halt zu sein, auch wenn er nicht mehr da ist. Ne? Und das ist ja halt eigentlich die Kernaussage dieser Arbeit und nicht, wie viel hat er jetzt rausgeholt, ne? Waren es jetzt 50 weniger, waren es 50 mehr, sondern dass das überhaupt stattgefunden hat. Das muss man einfach mal so sagen. Und
Die Frage, die man sich halt auch stellen kann, ist, hätte er es nicht gemacht, hätten es andere gemacht. Na, wie wäre es dann abgelaufen? Das weiß man halt nicht. Man kann es ja jetzt auf, sage ich mal, viele andere Orte anwenden, auf viele andere Schlachten, die irgendwo stattgefunden haben, auch halt im Ausland. Wie wurde es da gemacht? Gibt es ähnliche Fälle? Ne? Ist es jetzt so krass, sage ich jetzt mal, diese Legende oder diese Legende um diese Person, dass es bei anderen Stellen gar nicht gemacht wurde? Ne? Also wie kann man das dann halt bewerten? Das ist halt schwierig, aber ich finde, dass es überhaupt passiert ist, das alleine ist halt, und wenn es halt, sage ich mal, nur 50 Personen gewesen sind, es wären 50 Personen, wo Angehörige halt dann die Informationen bekommen hätten, was ist mit demjenigen passiert, und man konnte die Geschichte halt erzählen. Das ist, glaube ich, das Wichtige einfach bei der Sache. Ja, also normalerweise sollte auch immer noch hier das Wärterhäuschen stehen, wo er ja auf Lebenszeit im Prinzip hätte wohnen dürfen. Aber da gab es dann auch Streitereien mit den Zuständigen, und deshalb ist er im Prinzip nach 15 Jahren hat er das Ganze verlassen. Nur das Problem ist, dass wir jetzt hier unmittelbar, weil es steht ja geschrieben, dass es unmittelbar hier ein Wohnhaus noch geben soll oder das Wärterhaus noch geben soll, das aber privat ist. Aber hier gibt es nicht. Es gibt da jetzt an dem Friedhof selbst ein Toilettenhäuschen, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht umgebaut wurde. Das kann ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen, dass das mal gewesen ist. Wenn jemand von euch dazu noch mal irgendwie eine Information hat, dann kann er das gerne hier reinschreiben. Ja, hier sind wir jetzt eben noch mal an einem weiteren Ehrenfriedhof. Der ist unmittelbar in der Nähe von dem Ehrenfriedhof Vossenack. Hier ist es jetzt der Ehrenfriedhof Hürtgen. Und hier haben wir jetzt auch noch mal eine ganz interessante Tafel gefunden. Ich lese euch das mal kurz vor. Es geht hier jetzt speziell um den Leutnant Friedrich Lenkfeld. Hier im Hürtgenwald am 12. November 1944 tödlich verwundet, als er einen um Hilfe rufenden, schwer verwundeten amerikanischen Soldaten aus dem Minenfeld Wilde Sau im Niemandsland retten wollte. Errichtet am 7. Oktober 1994. Veteranenvereinigung, Zweiter Weltkrieg. Das ist nochmal ganz interessant, weil dieses Gebiet Wilde Sau war zum Beispiel jetzt so ein Einzugsgebiet, wo der Julius Erasmus halt ständig Soldaten halt rausgeholt hat. Ne? Und das war ein Minenfeld, was die Deutschen halt angelegt haben, um dieses Gebiet halt entsprechend zu sperren, damit halt da keine Vorstöße passieren. Und da gab es auch in diesem Bereich harte Kämpfe. Und da müsst ihr euch das halt mal vorstellen. Ne? Also der Julius Erasmus ist halt da in diese Gebiete halt reingegangen und hat da diese Leute halt noch rausgeholt. Ne? Also ihm hätte auch jederzeit was passieren können, und er wäre dann zu Tode gekommen bei der Ausübung dieser Arbeit. Ne? Das ist einfach auch nochmal krass, das hier anhand dieser Tafel nochmal zu sehen, wo ja wirklich Soldaten aktiv in dem Bereich gekämpft haben und dann halt gestorben sind. Fast 2 Jahrzehnte lang war er die stille Konstante im Schatten des Krieges. Kein Beamter, kein offizieller Held. Und doch war Julius Erasmus für viele das letzte Band zwischen Vergangenheit und Gewissheit. Er lebte in einer schlichten Hütte, umgeben von Gräbern. Hier arbeitete er, hier ruhte er, bis Streit und Enttäuschung ihn schließlich zum Gehen bewegten. 1963 verließ er Vossenack. Die Baracke, die einst sein Zuhause war, blieb leer zurück. Julius zog weiter. Nach Heimbach-Blenz, später nach Niedeggen-Aben. Dort, fern der Orte, an denen er so vielen Hoffnung geschenkt hatte, endete sein Weg. Am 3. September 1971 starb Julius Erasmus im Krankenhaus von Lendersdorf. Sein Grab in Niedeggen-Abenen wurde im Jahr 2001 eingeebnet. Kein Kreuz, kein Stein erinnert mehr daran. Nur eine schlichte Gedenkplatte auf dem Soldatenfriedhof von Vossenack erzählt heute noch von ihm. Dem Mann, der den Toten ihre Namen zurückgab und den Lebenden ein Stück Frieden. Für sein selbstloses Wirken
wurde Julius Erasmus bereits 1952 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, als Zeichen nationaler Anerkennung für eine stille, aber unermesslich wertvolle Tat. So Freunde, an dieser Stelle soll es das gewesen sein. Ich hoffe oder wir hoffen, dass euch diese Informationen über Julius Erasmus geholfen haben, das Ganze hier ein bisschen besser zu verstehen, beziehungsweise die Legende um ihn halt auch zu verstehen und was er praktisch im Nachgang nach dem Zweiten Weltkrieg im Hürtgenwald für Dienste geleistet hat und auch insgesamt für die Denkmalpflege, für die Erinnerungskultur im Prinzip gemacht hat, ist wirklich hoch anzurechnen und so wie wir das bewerten, halt auch ein wichtiger Beitrag der Gesellschaft, um es einfach zu verstehen, was hier passiert ist und im Nachgang die Angehörigen zu informieren und es sein Bestes zu geben, um das soweit aufzuklären. Das zeigt schon viel Courage und auch sehr viel Mut, ne, das Handeln in den Minenfeldern und munitionsverseuchten Gebieten. Also war wirklich eine Person, der man nacheifern kann, sage ich jetzt mal, in dem logischerweise nicht, was er jetzt getan hat, aber das, was er für die Gesellschaft gemacht hat. Ne? Das gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, was man der Gesellschaft praktisch zurückgeben kann oder wie man sich engagieren kann. Und ich glaube, da kann man sich wirklich ein Beispiel nehmen. Ja, wenn ihr noch ein bisschen was über diese Geschichte von Julius Erasmus wisst oder ihr vielleicht noch andere Quellen habt, dann könnt ihr das gerne hier mit in die Kommentare schreiben. Ansonsten schaut euch gerne die nächsten Videos an, die hier auf dem Kanal gezeigt werden. Wenn ihr mehr über entsprechende Persönlichkeiten mal erfahren wollt und jetzt weniger über spezielle Orte oder halt in Kombination, dann schreibt uns das auch gerne rein. Wir sind immer offen für Feedback bzw. auch für Vorschläge für Videos. Da könnt ihr euch gerne einbringen, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten gebt dem Ganzen hier gerne auch ein Like, Abo, wie gesagt, ist immer gerne gesehen, kostet nichts, ist vollkommen kostenlos. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr zumindest immer benachrichtigt, dass es ein neues Video auf dem Kanal gibt. Ach, jetzt stand ich auch irgendwie schon zu lange in der Sonne und habe schon wieder ein paar Sprachschwierigkeiten. So, ich werde jetzt erstmal was essen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!